Herzlich willkommen, schönen Nachmittag, geschätzte Damen und Herren, hier im Freiheitlichen Medienzentrum zur Presseerklärung von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Nach 100 Tagen Ampelverhandlungen und nachdem sich die ÖVP nun trotz guter und fairer Angebote nicht bewegt hat, war der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Dieses Spiel ist der Bevölkerung nämlich nicht mehr länger zumutbar. Ich habe deshalb heute Nachmittag gemeinsam mit Herbert Kickl besprochen, dass es noch einmal einen Besuch beim Bundespräsidenten geben wird. Und er hat den Bundespräsidenten über den Abbruch der Verhandlungen informiert. Es gibt keine Basis mehr für Verhandlungen mit einer ÖVP, die ausschließlich auf Macht und Posten bedacht ist. Die einzig ehrliche Lösung ist jetzt die Abhaltung rascher Neuwahlen. Die Bevölkerung soll entscheiden, ob sie eine Regierung will, die für klare Werte steht, oder ein chaotisches Verliererbündnis aus ÖVP, SPÖ, NEOS oder den Grünen. Wir haben als Volkspartei und auch ich persönlich zu jeder Zeit diese Verhandlungen ehrlich und konstruktiv geführt. Und wir haben engagiert daran gearbeitet, eine Mitte-Rechts-Regierung für Österreich zu bilden. Wir haben uns dabei auch deutlich auf die Freiheitliche Partei zubewegt, indem wir grundsätzlich in diese Verhandlungen eingetreten sind, indem wir bereit waren, einen Kanzler Herbert Kickl zu akzeptieren, wenn wir eine Einigung finden. Schon zu Beginn der Verhandlungen habe ich allerdings die Grundvoraussetzungen klargemacht, die für eine Regierungszusammenarbeit aus unserer Sicht notwendig und unabdingbar sind. Nämlich ein souveränes Österreich, das frei von ausländischer Einflussnahme bleibt, insbesondere einer Einflussnahme aus Russland. Das bedeutet sowohl Sicherheit im Inneren durch einen konsequenten Asylstopp, als auch Sicherheit im Äußeren durch den Drohnen- und Raketenschutzschirm Sky Shield. Im Laufe der Verhandlungen wurde deutlich, dass wir mit Herbert Kickl keine Einigung darüber erzielen konnten, welche Partei welche Kompetenzen in einer neuen Regierung übernimmt. Wir haben auch auf den Tisch gelegt, wie wir diese Kompetenzverteilung in der Vergangenheit gemacht haben, als die Volkspartei in der Rolle des Juniorpartners war. Wir hatten in dieser Rolle in der Regel das Finanz- und das Innenministerium zu führen. Die FPÖ hat allerdings nicht nur eines dieser beiden Ressorts zusätzlich zum Bundeskanzler beansprucht, sondern beide. Das war eine Forderung, die nicht annehmbar war. Wir haben zahlreiche Warnungen aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland erhalten, dass die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste in Gefahr sei, wenn die Freiheitliche Partei den Innenminister stellt. Ja. Vielen Dank. Schönen Tag.